Heute befassen wir uns mit einem kritischen Risiko, das sich still und leise in den Tiefen der deutschen Wirtschaft ausbreitet und zunehmend Druck auf das Bankensystem ausübt. Der Einbruch des gewerblichen Immobilienmarktes. In den letzten Monaten wurde in Deutschland insbesondere in Finanzkreisen über ein Problem diskutiert, das der Öffentlichkeit jedoch noch nicht vollständig bewusst ist. Im Zeitraum 2024-2025 haben Gewerbeimmobilien in Deutschland insgesamt rund 170 Milliarden Euro an Wert verloren. Dies ist die stärkste Korrektur der letzten 15 Jahre. In Berlin, Frankfurt und München haben die Leerstandsquoten in den letzten 2 Jahren Rekordwerte erreicht. Warum erkennt die Öffentlichkeit dennoch nicht das eigentliche Risiko? Weil der Fokus immer auf den Immobilienpreisen liegt. Das eigentliche Problem liegt jedoch nicht bei den Wohnimmobilien, sondern bei Bürogebäuden, Einkaufszentren und Logistikzentren. Dies ist keine Preiskorrektur. Es handelt sich um einen strukturellen Druck, der die Stabilität, auf der Deutschland seit Jahrzehnten aufgebaut ist, in Frage stellt. Die drastische Wende bei den Finanzierungsbedingungen, die nach der Pandemie dauerhaft gewordenen Arbeitsgewohnheiten und die hohe Risikoakkumulation regionaler Banken haben gewerbliche Immobilien für Deutschland zu einem systemischen Risiko gemacht. 1. Die Dynamik hinter der Krise. Anhaltender Rückgang der Nachfrage nach Büroflächen. Die Pandemie war nicht vorübergehend, das Arbeitsmodell hat sich vollständig verändert. Heute ist in Deutschland insbesondere in den Bereichen Technologie, Finanzen und Beratung das Arbeiten im Homeoffice und im Hybrid-Modell zur Norm geworden. Die Nachfrage nach Büroflächen ist im Vergleich zu 2019 um etwa 20% zurückgegangen. In Zentren wie Berlin, Frankfurt und München stieg die Leerstandsquote innerhalb von 2 Jahren um 40%. In Berlin stieg die Leerstandsquote in A-Segment-Büros bis Ende 2024 auf über 9%, ein seit 2010 nicht mehr gesehenes Niveau. In Frankfurt ist der Wert älterer Gebäude, insbesondere im Bankenviertel, um bis zu 30% gesunken. Was bedeutet das? Die Mieteinnahmen sinken, die Bewertungen gehen zurück und viele gewerbliche Immobilien erscheinen in den Bilanzen immer noch viel höher, als sie tatsächlich sind. Wenn die Rendite einer Immobilie sinkt, muss ihr Buchwert irgendwann abgeschrieben werden. Und diese Abschreibung schlägt sich vor allem in den Bilanzen der Banken nieder. B. Zinsschock und Refinanzierungsdruck. Die strenge Geldpolitik der Europäischen Zentralbank hat die Zinsen für gewerbliche Kredite von 1-2% auf 4-5-6% steigen lassen. Ein Großteil der gewerblichen Kreditstruktur in Deutschland basiert auf einem kurzfristigen Verlängerungsmodell. Das bedeutet, bei Verlängerung des Kredits verdoppeln oder verdreifachen sich die Kosten schlagartig. Ist der Wert des Vermögenswerts gesunken, kann die von der Bank geforderte Sicherheit nicht mehr gestellt werden. Dies blockiert die Refinanzierung. Das Bild, das sich daraus ergibt, ist sehr klar. Der Wert der Vermögenswerte ist gesunken. Die Kreditkosten sind gestiegen. Die von der Bank geforderten Sicherheiten können nicht mehr gestellt werden. Der Markt ist praktisch eingefroren. Niemand kann verkaufen, niemand kann kaufen, niemand kann refinanzieren. 2. Druck auf die Banken. Warum ist insbesondere Deutschland anfällig? Die Antwort ist einfach: Risikokonzentration. Die großen Banken in Deutschland, Deutsche Bank, Commerzbank, können ihre Risiken auf verschiedene Regionen verteilen. Sparkassen und Landesbanken vergeben jedoch häufig nur Kredite für kommerzielle Projekte in ihrer eigenen Region. Daher sind die Risiken lokal begrenzt und es gibt keinen Ausweg. Bei einigen Sparkassen machen gewerbliche Immobilienkredite 20-25% des Gesamtportfolios aus. Dieser Anteil liegt weit über dem europäischen Durchschnitt. Bei einer unabhängigen Prüfung Ende 2024 wurde geschätzt, dass die gewerblichen Vermögenswerte in den Bilanzen der regionalen Banken tatsächlich um 12-18% unterbewertet sind. Der gefährlichste Teil ist jedoch: viele Banken spiegeln den Wertverlust nicht vollständig in ihrer Bilanz wider. Dies schützt die Bank kurzfristig. Aber wenn sich der Markt verschlechtert, werden diese versteckten Verluste plötzlich sichtbar. Für kleine und mittlere Banken ist dies besonders gefährlich.
Selbst ein Wertverlust von 30–40% eines einzigen Einkaufszentrums kann die Kapitaladäquanz einer einzelnen Bank erschüttern. Daher kann jede Schwankung auf dem gewerblichen Immobilienmarkt eine Kettenreaktion im auslösen. 3. Mögliche Szenarien für die nächsten 12 bis 24 Monate. Finanzökonomen gehen von 3 Szenarien aus. ISIN. Sanfte Normalisierung. Optimistisches Szenario. Wenn die Zinsen schneller als erwartet sinken, schwächt sich der Erneuerungsdruck ab. Die Banken verteilen ihre Verluste über einen längeren Zeitraum. Die aktuellen Daten deuten jedoch darauf hin, dass dieses Szenario wenig wahrscheinlich ist. Anhaltende Stressphase. Mittleres Szenario. Die Zinsen bleiben über einen längeren Zeitraum hoch. Die Liquidität nimmt ab. Banken werden bei der Kreditvergabe zurückhaltender. Dies verlangsamt das Wirtschaftswachstum und schwächt insbesondere die Investitionsbereitschaft von KMU. Regionale Finanzschwierigkeiten. Risikoreiches Szenario. Einige Sparkassen können die durch gewerbliche Immobilien verursachte Kapitallücke nicht bewältigen. Lokale Finanzkrisen und regionale Rettungsmaßnahmen stehen auf der Tagesordnung. Für den Zeitraum 2025–2026 wurde eindeutig berichtet, dass insbesondere in Ostdeutschland mehrere kleine Banken unter Druck stehen. 4. Fazit. Warum ist dies für die deutsche Wirtschaft von Bedeutung? Gewerbeimmobilien umfassen nicht nur Gebäude. Die Produktionskette, die Logistikketten, die Einzelhandelsinfrastruktur und der Dienstleistungssektor Deutschlands basieren auf diesen physischen Strukturen. Ein langfristiger Wertverlust in diesem Bereich erschwert den Banken die Kreditvergabe. Dies wirkt sich direkt auf den Realsektor aus. In einer Zeit hoher Energiekosten, verschärften globalen Wettbewerbs und aggressiver Investitionsstrategien Chinas und der USA kann der Finanzierungsdruck die wirtschaftliche Dynamik Deutschlands erheblich schwächen. Die kommende Periode wird sowohl für die Banken als auch für die Wirtschaft ein kritischer Stresstest sein. Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Wie lange kann Deutschland diesen Druck noch aushalten? Ich freue mich auf Ihre Kommentare. Um keine Informationen zur globalen Wirtschaft zu verpassen, abonnieren Sie bitte den Kanal Das Finanzarchiv und aktivieren Sie die Benachrichtigungen. Bis zur nächsten Analyse.